Thank you very much for joining us for our German Christmas service. This is the 5th time that we've undertaken this, which is kind of funny because I don't speak German, but I can read it, I can sort of pronounce it, and I love German hymnody. I'd like to say a few words about our service and our choice of hymns tonight for your benefit. The order of service is the order of Vespers. It used to be that in the monastic lifestyle, in the Middle Ages, you would say a series of 7 hours, and in the evening you would do the hour of Vespers, which focused on psalmody and readings and on the Song of Mary, the Mother of our Lord, the Magnificat. That service of Vespers was taken over from the medieval church in the Lutheran Church, and the precise order of service that we're using tonight is taken from 19th century German musicologist Friedrich Leibniz, who set the Vespers liturgy to music, the 4-part harmonies. If I were to try to reconstruct it from 16th century church orders, it could be a mess. But Leibniz gave us the version of Vespers that we still use in English translation in our hymnals today. So if you are at all familiar with the order of Vespers as it is currently used in the Lutheran Church, you shouldn't be too far off with tonight's service. Even a lot of the music is the same as what has been handed down to our English hymnals. As for the hymns, all 5 of our hymns tonight were written by Martin Luther. Now that doesn't mean he came up with them from nothing. Several of the hymns are from earlier originals. 2 of them from very ancient Latin hymns that had a long lifetime in the Western Church before being taken over by the Lutherans. What Luther did was he simplified the chant melodies, and we're going to be hearing those simplified versions of the melodies as he provided them to the Wittenberg congregation in the 1520s. And he rendered them in a form of German that all of the people could understand. There was also a single German stanza that Luther expanded into one of our hymns, and then finally 2 of the hymns Luther did write completely from scratch, all on his own. But all of these hymns are intended to bring the gospel message of Christmas to those who didn't understand Latin. Now, I feel like, aren't we kind of messing that up now by not worshiping in the vernacular tonight? Well, we've tried to provide translations of everything. The translations themselves are not singable. We've tried to make them literal, though, so that you can follow along in the German. If you don't know German, but would like to try singing along, please lift up your voice and sing, even if you're not confident about how to pronounce something. We've also provided music in the back portion for the hymns. If you'd like to give a go at some of the harmonies, feel very free. I'm afraid we don't have a choir or anything like that. That leads me to another observation about the service. It was popular in Luther's Germany to sing hymns antiphonally. That is, he would alternate stanzas between singers. In Luther's day, it would usually be an elaborate choral setting of one stanza, and then the people would sing the next, and so forth. Tonight, what we're going to do is either I or Pastor Johnson, or both of us, will sing the stanzas that are not in bold. And then the whole congregation is encouraged to join in for the stanzas that are in bold. Also, some of the prayers are in bold, and they're intended to be read by the congregation. The lessons are the traditional lessons for Christmas, and the text of the lessons is taken from Martin Luther's translation of the Holy Scriptures, which is in some ways archaic. So if you are a German expert and you're poring over this bulletin and find things that you think are mistakes, well, honestly, they probably are mistakes. But it's possible that what you're seeing is an older form of German. Another characteristic that I feel compelled to mention is that, especially in writing his metrical hymns, Luther loved to cram syllables together so they would fit under the notes.
And if I were to put an apostrophe or an ellipsis every time we did that, it would just be full of little markings throughout the text. So I followed the conventions of printing Lutheran hymns in German and just left them as they stand. So there are going to be some words that you might not know if you're familiar with German. Probably you know the words, you just haven't seen them in this form, or they're crammed together like that. I believe that that's all I have to say by way of introduction, other than a very heartfelt thank you to Pastor Johnson for agreeing to preach for us this evening. It is certainly a fortunate thing for me and also for you, because if he weren't preaching for us, I would be reading selections of old German sermons. And I find that interesting, but not necessarily everybody else does. So we are going to be hearing a sermon that Pastor Johnson wrote for this occasion, and I think that you will be as impressed with it as I was when I read it. So thank you very much for being here. I'll have a few more things to say after the service is finished, but for now, we'll rise for our opening hymn, Nun kommt der Heiden Heiland. Gott soll
ein Kind geboren, Halleluja. Uns ist ein Sohn gegeben, Halleluja. Der Herr sprach zu meinem Herr, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Der Herr wird das Zepter deines Reichs senden aus Zion. Herrsche unter deinen Feinden. Nach deinem Sieg wird dir dein Volk williglich opfern in heiligem Schmuck. Deine Kinder werden dir geboren, wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedek. Der Herr zu deiner Rechten Wird zerschmeißen die Könige zur Zeit seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, er wird große Schlacht tun. Er wird zerschmeißen das Haupt über große Lande. Er wird trinken von Wasser auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Uns ist ein Kind geboren, Halleluja. Uns ist ein Sohn gegeben, Halleluja. So schreibt der heilige Prophet Jesajas im 9. Kapitel. Das Volk, so im Finstern wandert, sieht ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande scheinet es helle. Du machest der Heiden viel, damit machest du der Freuden nicht viel. Vor dir aber wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn aller Krieg mit Ungestüm und Blutigkeit wird verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und seinem Königreiche, dass er zu richten und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Sebaoth. Du aber, o Herr, erbarm dich unser. Christum, wir sollen loben schon, der einem Magd Marien Sohn, so weit die liebe Sonne leucht und an alle Weltende reicht. Not
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Tyrannus Landpfleger in Syrien war. Und jedermann gibt, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als die da selbst waren, kam die Zeit, dass die gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Sehr, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ein Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln eine Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Du aber, o Herr, erbarm dich unser. Vom Himmel kam der Engel Schar, erschien den Hirten offenbar. Sie sagten ihm, ein Kindlein zart, das liegt dort in der Krippenhart. Es freut mich sehr, hier zu sein, dass ich für euch predigen darf. Hatte nie die Gelegenheit, dies zu tun, aber jetzt ist es mir sehr eine Freude, für euch predigen zu dürfen. Es geht aber nicht darum, dass ich predige, sondern
dass wir das Wort Gottes zuhören dürfen. Also los geht's. Wie hast du dich zur Weihnachtszeit vorbereitet? Was hast du gemacht? Wir haben all unsere Sitten, unsere Vorkehrungen, die wir treffen. Und manche davon erscheinen uns manchmal heilig, obwohl auch manche davon haben überhaupt nichts mit Gott zu tun. Zum Beispiel manchmal schmücken wir unsere Häuser komplett aus. Ganz viele Sachen, das wir tun. Manche Familien haben schon viele Vorkehrungen und Vorbereitungen zur Weihnachtszeit, Sachen, die tun, das mit Gott zu tun haben. Zum Beispiel haben manche Andächte, wo sie an die Zeit denken, wo Jesus Christus Fleisch angenommen hat. Unser Fleisch. Ein gutes Beispiel davon ist, dass wir unser Evangelium von heute und ihren Familien vorlesen. Den 2. Kapitel Lukas. Auch wenn wir das nicht üblich tun selbst, der Text ist uns doch vertraut. Und zwar steht da im 2. Kapitel Lukas: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Ja, dieser Text ist uns vertraut. Die Gefahr bei Sitten ist aber, dass wir taub zu ihnen werden. Wir können es nicht fühlen, es betrifft uns nicht. Ja, Sitten, Traditionen, sie sind wunderbar. Wir sollten sie beibehalten, aber wir haben sündiges Fleisch. Manchmal lenkt es uns ab. Dieses Mal sollten wir diesen Text näher in Betracht ziehen und sehen, wie es uns geschieht, wie der Text uns betrifft und wie er, beziehungsweise der Text, uns gezwungenermaßen verändert. Erstens, nach dem Text, dem Wort Gottes, sollten wir zur Vorbereitung auf die Weihnacht uns fürchten. Ja, das ist doch wunderbar. Oder das ist das Beste, was sein könnte. Wir fürchten uns. Nein, aber im allem Ernsten, das ist natürlich anders, als wir denken. Wir denken, dass die Weihnachtszeit etwas fröhlich sein sollte. Wir sollten glücklich sein. Und das ist wahr. Aber wir sollten in Betracht ziehen, wie wir uns fürchten sollten. Weil es in dem Text steht. Lass uns ein bisschen näher sehen. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und hier geht es weiter. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und, ja, sie fürchteten sich sehr. Dies ist natürlich auch ein bekannter Teil des Textes. Aber warum haben sich die Hirten gefürchtet? Warum haben sie das gemacht? Normalerweise denken wir, dass es geht um das Erscheinen des Engels. Denn Engel sind glorreiche, wunderbare Geschöpfe. Komplett außerordentlich. Wir würden nicht wissen, was zu tun wäre, hätte einer hier erschienen. Aber es geht nicht darum, dass irgendein Engel erschienen ist. Es geht aber darum, dass die Klarheit des Herrn, Jesus Christus, um sie geleuchtet hat. Wie es dann im Text steht. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Ja, es war nicht irgendein Engel. Es war die Klarheit des Herrn. Und das betrifft uns sehr wohl. Dann, wenn es nur irgendein Engel wäre, wäre es uns wahrscheinlich nicht treffen. Es geht aber um die Klarheit des Herrn. Und der Herr ist hier unter uns, zwischen uns. Seine Klarheit ist hier, jetzt.
in dir, in mir. Ja, dieser Text betrifft uns. Es trifft das Ziel. Die nächste Frage lautet folgendermaßen: Warum haben sich die Hirten vor der Klarheit des Herrn gefürchtet? Und wenn wir das verstehen, werden wir auch verstehen, warum wir uns fürchten müssen vor der Klarheit des Herrn. Zuerst dachte ich, dass das Wort Klarheit für das griechische Doxa überhaupt nicht zutrifft. Ich dachte, es war nicht ausreichend, denn wir übersetzen Doxa aus Glory auf Englisch. Und ich denke nicht an die Klarheit, wenn ich an Glory denke. Aber ich es näher in Betracht gezogen habe, sah ich, dass es sehr wohl zutrifft. Denn wenn man was Doxa hat, leuchtet es. Licht geht davon aus, es strahlt Licht aus. Und daher kann man es sehen. Es wird deutlich zu sehen, weil es Licht gibt, das man sehen kann. Wenn etwas Doxa oder Glory auf Englisch hat, gibt es auch Klarheit. Man könnte auch sagen, dass die Doxa die Klarheit bezeugt. Nächste Frage. All das zu sagen, was wird klar, wenn die Klarheit des Herrn leuchtet um uns? Wenn wir diese Fragen beantworten können, werden wir sehen und verstehen, warum wir uns fürchten müssen vor der Klarheit des Herrn. Einerseits wird es klar, dass der Herr Gott, heilig ist. Andererseits, dass wir es nicht sind, dass wir gesündigt haben. Vielleicht können wir es in 3 Stufen abteilen. Es wird uns unausweichlich klar und deutlich. Es wird dem Herrn unausweichlich klar und deutlich. Und all diejenigen, die um uns sind, dass wir erste Stufe, dass wir gesündigt haben. Zweitens, dass sowohl Gott als auch wir das erkennen müssen. Drittens, dass wir dafür den Tod verdienen. Was genau wir an dem letzten Tag wird es allen klar, was wir getan haben, wie wir mit der Sünde schmutzig sind. Und das innerhalb eines Lebensschlags. Natürlich hatten die Hirten sich gefürchtet. Und wir sollten das auch. Denn das Wort Gottes bringt die Klarheit des Herrn um uns. Und es zeigt uns unsere Sünde, genau wie bei den Hirten. Siehst du, wie es jetzt ein bisschen unterschiedlich ist. Zuerst, als wir an die Hirten gedacht haben, haben wir verstanden, dass es etwas vielleicht wie ein Krippenspiel war. Dass es vielleicht ein bisschen süß oder oh nein, das ist einfach eine gute Geschichte. Nein, es betrifft uns. Genau wie das Wort Gottes, die Klarheit des Herrn, die Hirten gezwungen haben, sich zu fürchten, tut die Klarheit des Herrn uns das auch. Und zwar durch sein Wort. Also sollten wir nach diesem heiligen Text zur Vorbereitung auf die Weihnachtszeit uns fürchten, und zwar sehr, genau wie die Hirten. Als nächstes kommt die vertraute, wunderbare Verkündigung des Engels. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Aber diese Wörter sind jetzt völlig anders, oder? Denn wir verstehen, dass wir uns hätten fürchten müssen, also dass wir jetzt uns fürchten vor der Klarheit des Herrn, ist es jetzt wunderbar, denn wir verstehen durch die Verkündigung des Engels, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Es bedeutet uns etwas jetzt. Vorher vielleicht nicht. Ja, manche sagen, dass wir vielleicht uns davor überhaupt nicht hätten fürchten sollten. Aber das Wort Gottes hat uns anderes gezeigt. Es hat uns gezeigt, dass wir gesündigt haben, denn der Herr heilig ist.
Und jetzt, dass wir das verstehen, werden diese Wörter die wunderbarsten Wörter, die wir je gehört haben. Es ist, als ob der Herr uns sagt, jetzt musst du dich nicht mehr fürchten, und zwar wegen meiner Gnade und meiner Gnade allein. Wie kann es also sein, dass der Herr uns sagt, dass wir nicht mehr fürchten? Ist es, als ob er unsere Furcht einfach aufgelöst hat? Nein, er geht zugrunde. Um unsere Furcht aufzulösen, muss der Herr nicht nur unsere Furcht erlöschen, sondern auch das Zutreten der Verdammnis, wie wir zuvor gesagt haben. Als wir dabei sind, muss der Herr auch die entsprechende Sünde, die Ursprung all dem ist, auch vernichten. Und, liebe Brüder und Schwestern, das ist genau, was der Herr uns tut. Er löscht das alles auf. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht, und er gibt einen guten Grund dafür. Sehr, ich verkündige euch große Freude, die Antwort widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geworden, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ja, der Herr hat eine Lösung gefunden. Es ist nicht, als ob er einfach, oh, fürchtet euch nicht mehr, alles klar, es bedeutet nichts, dass ihr gesündigt habt. Nein, das sagt er nicht. Es sagt aber, ihr habt ein Problem gehabt und ich habe eine Lösung für dich besorgt. Er hat die Furcht, also auch das Verdammnis und die entsprechende Sünde von uns gelöst, indem Gott es alles an sich genommen hat. Ja, er hat alles, das hier zutrifft, er hat alles auf den Schultern Jesus Christus aufgeladen. Diese große Last, die er auf uns gelastet hat, er hat es auch von uns genommen und auf den Schultern Jesus Christus aufgeladen. Jesus Christus, der diese Last der Sünde, Verdammnis und Furcht auf sich genommen hat und am Kreuz besiegt hat durch sein eigenes Blut. Ja, wenn die Klarheit des Herrn uns verkündigt, dass wir uns fürchten sollten, sollten wir das auch, und zwar sehr. Aber als er uns jetzt verkündigt, dieser Engel, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen wir. Und werden wir es auch nicht. Denn der Heiland wurde nicht nur den Hirten geboren, er wurde auch uns geboren. Der Herr, der um die Hirten geleuchtet hat, leuchtet auch um dich. Der Herr, die Klarheit, die Furcht in die Hirten gezeugt hat, zeugt auch die Furcht in dich, und der Herr, der zu jener Zeit geboren wurde in der Stadt Davids, wurde auch dir geboren. Der Herr, der die Last der Sünde auf sich genommen hat und am Kreuz besiegt hat, hat die Sünde auch für dich besiegt. Es war kein Platz mehr im Herzen der Hirten für die Furcht. Und es gibt auch keinen Platz mehr für die Furcht in unserem Herzen. Was bleibt denn, wenn wir uns nicht fürchten müssen? Es bleibt nur das Singen. Ja, wir singen mit den Engeln und den Hirten in der Freude Gottes seine Ehre. Nun, die Weihnacht kommt. Wie hast du dich dafür vorbereitet? Vielleicht sollten wir uns lieber fragen, wie das Wort Gottes uns jetzt für diese Zeit vorbereitet. Im Namen Jesus Christus. Amen. Dass du Mensch geworden
out one of the care cards in the pew before you. You don't have to leave any contact information if you don't wish, but we would sure like to know something about who all was here this evening. And after the offering, we'll continue with the Magnificat. And if, by the way, you're filling out a card and don't have time to pass it to the ushers, you can always give it to me or one of us after the service.
ist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, verleihe, dass die Neugeburt deines Sohnes im Fleische uns erlöse, welche die alte Dienstbarkeit unterm Joch der Sünden gefangen hält, auf dass wir ihn als seinen Erlöser mit Freuden aufnehmen, auch wenn er zum Gericht kommen wird, sicher mögen anschauen Jesum Christum, unseren Herrn, der mit dir in Einigkeit des Heiligen Geistes lebt und herrscht, wahre Gott, immer und ewiglich. Amen. Lasst uns benedien den Herrn. Dank sei Gott. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr erleuchte sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neuen Meer. Der guten Meer bring ich so viel, davon ich singen und sagen.
service. It's a real pleasure to be able to host this German Christmas service, and it's certainly a great blessing from God that we don't have a blizzard tonight. So after tonight's service, downstairs we're having German-themed refreshments. So the best way to get downstairs is either using the stairs back here or taking the ramp down here at the side door and then the steps down to the end of the hall and around the corner into the kitchen and fellowship hall. If you need an alternative to stairs, we do have a lift up here on this floor that can take you right down to the lower floor beneath. Now we are, at this point, going to do something unplanned that is not printed in the bulletin. Since we're singing in German tonight, and since we are gathered to celebrate Christmas a little bit ahead of time, and since we have a sanctuary that's beautifully decorated for Christmas, we're going to go ahead and join together in singing Silent Night, which is in the hymnal on page 363. There's actually German printed in the hymnal. So we're going to sing the German of Stille Nacht.